Dann geht's jetzt los. Herzlich willkommen und so. Syberia, Teil 1. Gar nicht Teil 5. Folge, ja. Achso, stimmt. Haben wir schon mit ihm geredet? I'm sorry to disturb you. What can I do for you, miss? Ist jetzt auch die Frage, was wir noch gleich I machen won't disturb you. wollen. Welcome. Was haben wir noch gemacht? Das sind wir nicht schon ab. Wir suchten jetzt eine Kette oder sowas, damit das Boot in Wallung kommt. Aber so richtig was, wie wir jetzt da noch weitermachen sollten, mussten wir nicht. Wollten wir nicht nochmal zu den Dullis gehen? Ja, das war so der nächste Plan, was noch irgendwie hätte sein können. Also gehen wir jetzt nochmal zu den... Zu den Rektoren, würde ich sagen, ja. Let's go. Spielt die schöne Musik. Das Streichorchester, ja. Wenn das heute nicht geht, kann ich wenigstens wieder auf den Stream gucken. Ja. Bin auch ein bisschen froh, wenn wir aus dem Gebiet weg sind. Das wirkt irgendwie alles so trist. Ja, trostlos und leer für eine Studierende sein soll. Ist ja gar nichts los. Ja. Bisschen raus geht, aus der Stadt, ist alles zerstört. Ja. Hey! Hyper ist wieder da. Ach so, ich habe noch gar nicht geguckt. Hat den Stream an, bevor ich den überhaupt anmache. Meine Güte, wie professionell. Aber ich habe auch jetzt gerade erst die Benachrichtigung bekommen. Ja, wir haben schon 2 weitere Teile gespielt, aber die haben wir noch aufgenommen und packen die auf YouTube. 3 sogar eigentlich, ne? Mhm. Freshpool hat Ja, mal gestreamt. der hatte mal geblockt und wollte unbedingt seine Zelda-Streams weitermachen. Wir sind auch weitergekommen. Yeah. Ja, Gentlemen, aber siehst du I'm ja, wir sind awfully in bothered to have to Barockstadt disturb you again. und haben mal auf Bothersome Englisch disturbance geschaltet. indeed. Which Leider I kann may man add nicht mal deutschen disturbingly Untertitel bothers anmachen. us. No bother, my dear. We're listening. Oder er das ja schon auswendig kennt. Ja, wird das nicht so schlimm sein. Oder stört. Wir haben aber herausgefunden, weil der auch sagt, bis Mit Corona. oh, Gute Besserung. Hoffentlich nicht Genau. so schlimm. Wolltest du sagen? wir haben neulich mal geschaut, wie das mit den Stimmen ist, weil er ja auch meinte, die Stimme ist irgendwie im 3. Teil so furchtbar gewesen oder so. War die gleiche? Und im Englischen ist es tatsächlich vom 1. Teil an bis zu dem jetzt 4. immer dieselbe Sprecherin gewesen. Und das ist natürlich sehr angenehm. Da geht's mal nach Zug. Ja. Excuse me. Miss, we find ourselves terribly put out by the presence of your train in our station and by its recurrent immobility. Indeed, the situation is very regrettable. Your huge locomotive is very cumbersome. A train should first stop, then subsequently leave. That is the rule.
Ja, mit den Rektoren haben wir schon eine Menge Spaß gehabt. Aber wir sind fast durch, was Barockstadt angeht. Could I possibly leave the train in the station for one more day? Out of the question. Trains should first stop, then subsequently leave. That is the rule. Perform the task we agreed on, quickly, and we will pay. A deal. Here we are, busy. Already. Thank you. And thank Ja, eigentlich haben wir schon alles geschafft. Wir müssen nur noch... Ja, eigentlich nur noch den Zug mit dem Boot verbinden. Dann ist es das schon. Viele sagen, das ist nur wieder Erkältung. Lernst du noch was hier im Stream? Ein bisschen Englisch. Ja, genau. Aber meins ist auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Ja, die haben uns null weitergeholfen. Nochmal in Hm, diesen Garten. Ihr Zeug anbauen? Ja, vielleicht wir sind da so schnell durch. Vielleicht gab es da noch ein bisschen was anderes. Eine Kette zum Beispiel. Oder hat der Typ, dass wir uns nähen? Sprechen. Das ist vielleicht der Trick an der ganzen Sache. Keiner will den mehr ansprechen. Aber der hat die Lösung. Gehe ich jetzt nochmal zurück. Vielleicht sagt er was, weil wir die Musik hier gekriegt haben. Ja, irgendwie sowas wie, ey Baby, jetzt läuft hier romantische Musik und wir können noch mal schnell oder so. hello. Hey, baby, you party? You sure looking mighty fine. Love those big round eyes. Just who do you think you are? Hey, spunky. I'd like that in a lady. Okay, I'm hooked. Come on, Zol. I'll let you buy me that coffee. I don't remember ever asking. Hey, don't play hard to get. I know you like it big time. Listen, kid. Go back home and play with your toy cars and forget you ever saw me. Okay, nö. Kleiner Schmierlappen, ey. Okay, unser Inventar hat viel verraten. Er weiß, wo wir sind. Ja, wir sind ziemlich am Ende von Barockstadt. Weiß. Ist ja noch was. Manchmal stellen wir uns ja auch ein bisschen blöd an. Okay. Ich weigere mich, das so zu unterschreiben. Er hilft uns auch. Ne, gehen wir noch mal rüber zu der anderen Seite. Das wird am besten sein. Genau. Die Schiffsleute stehen da jetzt und brauchen eine Kette. So. Ja, Obwohl. Warte mal. Brauchen wir wirklich eine Kette? weiß ich nicht. Er sagt einfach, geht zum Zug und weiß ich nicht. Vielleicht können wir auch einfach in die Lok einsteigen und das. Aber, Ich dachte gerade, bei mir kommt eine Erinnerung hoch. aber war doch nur ein Bäuerchen. Ja. Gehirnfurz.
Da kann ja nicht nach hier vor. Ist ja... Geht ja nicht. Sollen wir nochmal hier hochgehen, oder? Wenn du schon mal da bist. Geht hier auch gar nicht. Ja. So lange gebraucht, da hochzukommen und dann. Ich glaube, ich habe morgen Bauchmuskelkater. Ja, gut. Und Schulter. Auch gut. Okay, wir sagen Bescheid. Bin mir auch nicht sicher, ob wir eine Kette suchen müssen. Oder ob wir irgendwas übersehen. Wir gucken noch mal einen Augenblick und wenn wir dann Ich glaube, wir müssen nochmal in den Zug. uns weiterhin dumm anstellen, dann fordern wir mal einen Tipp an. I don't need that for the time being. Da gab das echt nur die Pflanzen, ne? Das ist so ein lecker Wein. Der zwei Teil. Trink das. Geht nicht. Wir haben noch dieses Pulver. Ja. Und zur Not haben wir unseren Chat-Joker. Mhm. Konnte ich von hier noch da reingehen? Ja. Wo reingehen? Hier. Ach so, ja, ja. Oscar reden. Everything okay, Oscar? Yes, Kate Walker. I am awaiting your instructions. The university authorities want us to move the train out of their station. According to internal regulations, trains are designed for coming and going, not staying at platforms. They have a point, Kate Walker. However, our train is unique, and its clockwork mechanism has requirements that are beyond the station's rudimentary equipment. Hey, that's not their problem, Oscar. The problem is also beyond my mandate, Kate Walker. Whatever. This train... I am afraid I refuse to entertain this Okay. Oscar, see you later, alligator. in a while, Kate Walker. Ist halt auch die falsche Seite vom Zug. Ist hier eine Kette? No point weighing myself down. Nö, nö, nö.
Hattest du noch eine Idee? Ich überlege gerade schon. Aber so ganz will mir nichts einfallen. Stimmt, mega simpel. Das ist voll gemein. Da hast du so ein bisschen so, dass dir das bekannt vorkommt, aber doch nicht genug, um das zu lösen. Ja. Wir haben den schon alles Mögliche angeboten. Ja, du wolltest ihm sogar die Flasche Wein geben. Ich dachte, es hackt, ey. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist doch cool. Ist das nochmal was anderes? Das ist auf Englisch. Ja, wir hatten uns entschieden umzustellen, nachdem das da so ein ganz paar Cringe-Momente gab. Oder nee, eigentlich insbesondere, als sie mit ihrem Freund telefoniert hat. Das war sehr, sehr merkwürdig. Der ist eh komisch. Ja. Dan. Der gute Dan, ja, der war echt merkwürdig. Ich habe voll keine Ahnung. Einmal zwischendrin mussten wir auch was nachschauen. Boah, Ja. war das dumm. Einfach nur, weil wir eine Tür in der Fabrik nicht gesehen hatten. Nee. Das war echt doof. Hallo. Lux. Hello. Sowas. Noch mehr Rätselfreudige hier am Start. Was machen wir denn jetzt? Wir können ja mal zumindest den Bereich erfragen, in den wir uns als nächstes begeben sollten. Ah, Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn wir das machen. das war bestimmt die Tür, wo das Laufrad war. Stumm. Nee, die hatten wir gleich am Anfang. Das war einfach nur die Tür für den Raum, hinter dem Oscar war. Da dachten wir immer, dass dieser Gabelstapler da angewählt wurde. Dabei war das die Tür dahinter. Oder auch der Gabelstapler, aber vor allem auch die Tür. Das war etwas dumm. Richtig ärgerlich. Da haben wir echt unsinnig festgehangen. Ja, jetzt hängen wir gerade echt ein klein bisschen in der Luft. Okay. Wir bleiben mal da. Ja, ich dachte auch, dass die eigentlich die Lösung haben müssten. Die Schipper. Eigentlich war das ja auch schon quasi geschafft. Da kam ja, also... Wie ist das geschafft? Hey there! On the boat! Da, barge on other side. You still need us? What do we do now to tie my train to the barge?
Mademoiselle Takatak. What did your husband say? You attach chain to train and chain to train with barge. Hop! Catch us up! Chain to train. Hätten einfach auf Hey, Hilfe ernsthaft? drücken müssen. Achso, das war eine Option, die wir letztes Mal noch nicht angewählt hatten. Ja. Das ist ja schön, dass sie diese Sequenz extra komplett als Render-Sequenz gemacht haben. Oh, da ist das Ding. If that's going to work, it looks like something. So. Haben wir noch was? Fragen? Danke. Ja, da hätten wir sonst unsinnig lange gesucht, weil da haben wir ja einfach nur eine Gesprächsoption beim letzten Mal noch nicht angewählt gehabt. Yeah. Eieiei, das funktioniert ja perfekt. Siehst du, da ist doch auch schon die Aufladestation. Können wir wieder bis ganz zum Ende latschen. Aber es kommt Musik. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wunderschön. Alles kaputt. Ja. Ja, oft sind es wirklich Kleinigkeiten, an denen man dann festhängt. Das mit der Tür war einfach auch so dumm. Hello, Kate Walker here. Miss Walker, this is Professor Ponce. I'm about to start my lecture on the Yukon. Ja. Please make haste to come. Okay, I'll give it my best. Excellent. Ah, da gehen wir nur hin, weil wir unsere Puppe wieder haben wollen. See you soon. Dann geht's mal wieder zurück. Ernsthaft, nur wegen diesem blöden Vortrag. Nee, der ist nicht cool. Bin gespannt. Müssen wir nur noch dahin latschen. Das ist ja immer das Schönste. Das Laufen über die gesamte Karte. Aber ich meinte eben schon, diese Universität da und alles rund um Barockstadt ist irgendwie merkwürdig. Das wirkt so trist und so verlassen und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mag den Abschnitt nicht so gerne. Nee. Oder ist mit diesem... Ernsthaft, der Vortrag ist auch noch lang. Oh. Yeah. Super. Ich hab kein Popcorn. Ja, das wäre nice. Dann ist der hoffentlich auch noch wichtig, aber wahrscheinlich nicht. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich hast du ihn einfach übersprungen und weggedrückt oder so. Damals habe ich das Papa gespielt. Obwohl ich es, glaube ich, auch... Weiß ich nicht mehr, es ist so lange her. Ich habe das auch auf CD, aber die ist irgendwie kaputt. Ah, there you are, Miss Walker. Good, good. Take a seat quickly. I'm impatient to start my lesson. Hat er extra auf uns gewartet. Das ist ja nett von ihm. Aber gut, ist jetzt auch nicht so, dass sein Auditorium aus allen My Nähten young platzt. friends, a very exciting discovery, unimaginable up until only a few hours ago, has come into my hands and has finally allowed me to complete my study on the mysterious Yukol people. Lights, please. The Yukols are a people from the far north about whom very little is known. They live far away, very far away, on the frozen borders of Syberia.
This distance and the climatic conditions of the region, which are unfavorable to human existence, have limited the size of the Yukon population and kept it out of reach of the scientific world. The handful of slides that follow are actually the only documentation we have in our possession. It was a Russian explorer who made these drawings and took these photographs 100 or so years ago. Today, we owe what we know about the Yukon people and their culture to him. We know that the origins of the Yukons date back to the last ice age. Curiously, evidence of their presence has been found in Western Europe, and more precisely in the prehistoric caves at the heart of the Alps. These people, it seems, undertook a long migration over centuries towards the far north of the globe. Reasons for this migration are due to the importance of the mammoth in their craft, trade, and culture. They used them for transportation. Ich weiß, das soll Stimmung machen und so, aber irgendwie nervt das einfach nur. Fat and ivory. Es ist viel zu leise. Man and animal lived in symbiosis. There's no doubt about it. Mammoths started to drift away from the region due to changing climatic conditions, and the Yukos followed them to the north, the edges of Syberia. Prehistoric cave drawings, identified as Yukol in origin, first led me to the extraordinary hypothesis that the Ist irgendwas von seinem Vortrag eigentlich wichtig für später oder gibt er einem ganz tolle Hintergrundinformationen? Knowledge, the only prehistoric people to represent a man riding a mammoth. Today, because of this genuine mammoth skin effigy, identified by myself as an authentic Neolithic object, I can confirm this hypothesis. Yukol forebears managed to tame mammoths. Prehistoric man uses little imagination. He draws what he sees and represents scenes from real life. This familiar day-to-day object is actually a children's toy. As we have seen, Yukol existence was inextricably linked to that of the mammoth. They used its skin for clothing and to make the roofs and walls of their houses. They used the tusks to build the frameworks of their homes, as well as weapons, tools, and jewelry. Curiously, the disappearance of the mammoth 12,000 years ago had no immediate effect on the Yukol's way of life. It seemed that for a long time after, the people maintained their strong bond with the mammoth through the centuries. As incredible as it may seem, the Yukon people have continued right up until the start of this century to feed themselves on mammoth meat and to use the skin for clothing and shelter. Their ivory craftwork industry is still flourishing. It would appear that to preserve ancestral customs, the Yukons learned how to exploit through the centuries the large number of frozen mammoth carcasses that were perfectly preserved in the ice of the Siberian tundra. They have been able to live mainly off this enormous freezer stock for almost 30 centuries. As plausible as this explanation may seem, it seems it is not enough for the scientific community who, I will confess, is greatly perplexed by the question. In the absence of acceptable scientific evidence, we have to make do with Yukol shaman artifacts. The research department that I have the honor to represent today lends no credence to the myths and legends that these tribal charlatans peddle. Kann man das have to nochmal? take their stories at face value, mere tales to while away the long Siberian winter. The legend of the Siberian ice ark is a very good example. You are invited to find out for yourselves from the pamphlet that I have passed around to you. This legend would have us believe that today, somewhere on a lost island to the north of Siberia, there are living mammoths still in existence. A sort of hangover. So lange wird das wohl nicht mehr gehen. This small herd has been miraculously preserved for more than 120 centuries by the Yukol's tender care. The island on which the pachyderms are said to live is called Syberia. My friends, I advise you to resist the temptation you may have to believe in this pish and tish. The island of Syberia is not charted on any map, and the idea that mammoths have survived to the 21st century is an idle scientist's pipe dream. The Yukols were sadly among the first victims of the colonization of continental Siberia led by the Russians in the 20th century. The Kolkhoz and Sovkhoz systems
as well as the exploitation, disdain, and humiliation people had to suffer, marked a definitive break in the Yukol's traditional lifestyle. Since the collapse of the communist regime, the Yukol population finds itself confronted with the same political and social upheavals that other Siberian communities are experiencing. There are two consequences to arise from this. Some Yukols have lost their tribal identity and have integrated into the Russian population. Others, however, have sought long and hard to re-establish links with their ancestral culture that was lost under the Soviet regime. Now, at the start of the 21st century, the last true surviving Yukols have gone to live on the vast territories of their ancestors. Nobody knows today where they live or how they survive. Their very existence would be a matter for speculation if they did not turn up periodically at the tundra's most isolated fur trading posts to exchange mammoth tusks for essential items. There ends my lecture for today. Thank you for being among us today, Miss Walker. Please make your way to the laboratory where you will find your mammoth doll. There are also photocopies of my lectures should you so require them. Das ist ja dufte von ihm. Wow, 2 Stück haben sich das angeguckt. Ja, die ist echt schlimm, diese Kamera. Wo die gar nicht so groß ist, ich dachte. Naja. Ja. Ja, cool. Sagt er, in seinem Zimmer da ist die Im Labor. Puppe, ne? Ja. Und auch noch irgendwelche Bilder. Bild mit Kaffeefleck. Okay. Ja, ist wahrscheinlich dasselbe, was er eben erzählt hat. Über Syberia. Alles nur Über die Mammuts und die Yukon. Ja, ja, und das ist dass die in Syberia leben. Also das mit Y. Sagen wir nochmal Tschüss. What is it you want to know, Miss? So. Scheinbar will er nicht mit dir reden. I must congratulate you for your lecture. You were right. The subject is absolutely fascinating. I never believed that mammoths could be so interesting. What you heard was only the tip of the iceberg, my dear. But if I have at least awoken a passion in you, I'm only too proud. Did Hans Vorarlberg agree with your hypothesis on the Yukols being able to tame mammoths? Now, Hans was no man of science. His pathological obsession was to find mammoths that were still in existence. Such a hypothesis is somewhat overblown, don't you think? You don't believe in it yourself? Mammoths died out thousands of years ago. Of this we are certain. Today, the only mammoths in Siberia are frozen ones. Do you know where Hans might have gone after his stay here in Barrackstadt? No, but I would not be surprised if he left in search of the Yukols, or what is left of them today. Ja, das macht Sinn. I'll leave you in peace. I hope I haven't disturbed you too much. Sorry? No, not at all, my dear child. Die Post, weg hier. Ja.
mich auch, was hier nachkommt. Aber es ist ja gut, dass du das alles nicht mehr weißt. Sorgt ein bisschen für... Mhm. Es lohnt sich, das wieder zu spielen. Flug kriegen wir auch noch zum Laufen. Da bin ich echt mal gespannt, ob das was für dich ist. Ja, das würde ich auch gerne spielen. Auf dem Laptop läuft das ja. Ja, wollten wir ja dann mal so probieren, dass du darüber online gehst. Kennst du die Bauchhimmelsflugteile, Viper? Tada. Hey. Ist auch eingesportet da immer hin und her. Mhm. Dann drehen wir den Grundzug mal wieder auf. Mhm. Okay. I don't need to do that again. Ja. Zack, und schon fährt der tonnenschwere Zug wieder. Easy. Wenn das mal in echt gehen würde. Den hättest du auch von Hand aufdrehen können, ne? Hello? Where are you? Hi, Dan. I'm in Barrickstadt. Oh, nicht der What? Schwede. Is that a town? I hope the man you're looking for lives there. Are you coming home soon? From what I gather, it's one huge university with an extraordinary station aviary. If you could only see it, there are trees and birds everywhere. It's so weird here. Sounds like a great place for a bit of sightseeing. So, are you coming back soon? Sind Bäume und I don't Vögel think überall. so. In fact, the train I'm traveling on has some kind of a mechanical problem. We've been forced to stop here. Us? I thought you were alone. Who's with you? Oscar, the train engineer. You're messing around with mechanics now, are you? Don't be so stupid, Dan, please. Oscar is an automaton created by Mr. Varlberg, the man I'm looking for. And he's not any old robot. He's a sophisticated butler type, if you see what I mean. He's a bit obsessive as well. Kate, I don't know what they're feeding you in Europe, but don't you think it's time that you came home? But my mission still isn't finished. To hell with your mission. I don't know why you accepted it in the first place. If you just stuck to the middle of the road, then we wouldn't be in this mess. We? If there's any mess, it's me who's in it. And while I'm trying to come to grips with strange towns, you, my darling, are sitting at home on your butt. I seem to remember we had nothing against my departure. It was only going to be 2 or 3 days, Kate. Please, try to put yourself in my shoes. Your shoes. Not only do I have to fit myself into your diary, but I've got to get myself into your shoes as well? Is there anywhere else Sir would like me to put myself while we're on this subject? Look, I don't want to talk about it now. Call me back when you've calmed down. I was perfectly calm before I picked up your call. I only wanted a few words of encouragement, not your disdain. Was that too much to ask? You can be such a selfish... It takes one to know one, sweetheart. Alter. Meine Güte. Krise. Das ist ja mal ein Zickenterror.
Aber er klingt nicht annähernd so bescheuert im Englischen wie im Deutschen. Finde ich. Also er ist trotzdem noch, klingt wie der hinterletzte Trottel, aber nichts nicht ganz so merkwürdig. Ja, cool. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Kenne ich gar nicht. Dieser Dan ist komisch. Baphomets Fluch war so ziemlich das war auf jeden Fall das allererste Adventure, was ich je kennengelernt habe. Noch als Demo-Version von Baphomets Fluch 2. Und dann, ja, habe ich Baphomets Fluch 1 selber gespielt. Und das auch noch sehr gerne. Ja, wir hatten ein bisschen Problem, die Steam-Version zum Laufen zu bekommen bei Teil. Aber ich bin zuversichtlich, das hinzubekommen. Also beziehungsweise auf dem Laptop läuft es und dann machen wir es halt darüber. Also ich meine, weiß sie bestimmen. Das ist auf jeden Fall. Das wirkt eben unheimlich zickig von dem guten Dan. Kann man nicht anders sagen. Man weiß ja auch nicht, was da jetzt vorher vorgefallen ist. Das klang ja so ein bisschen, als ob da Beziehungsschwierigkeiten irgendwie waren und die das eigentlich irgendwie klären wollten und sie dann los musste zu ihrem Job oder ach was weiß ich, vielleicht arbeitet die ja auch generell viel zu viel und das war ein Thema oder was auch immer. Aber diese losgelösten Telefonate, die man da jetzt so mitbekommt, ja, die sind irgendwie merkwürdig. That's it, Oscar. We can go. Kate Walker, I must remind you of one of the journey regulations. All objects featured in the train's inventory must be replaced before departure. I don't understand. Something is missing, Kate Walker. Oh my God! The mammoth doll! Please return it to its allocated position, Kate Walker. Ach so, ich dachte gerade schon, du hast sie I'm nicht off, Oscar. mitgenommen. See you later. Aha. Yes, Kate Walker. Hab ich dabei. Ich muss es nur noch platzieren. Meine Katze hat gerade alles Mögliche an Fliegengitter runtergewühlt. Nur am Terror machen hier die beiden. Katzis? Ja, eigentlich nur eine. Ja, war ein Versehen. Nee, ja, der ist eigentlich der Terrormaster, aber nee, diesmal war sie das. Wer ist sie nochmal? Bienchen! Bienchen und Bob. Rede jetzt mit Oscar. Ja, mach das. Everything okay? Yes, Kate Walker. I am... No, Monsieur. Oscar, if you tell me one more time something's missing, I'll... Everything is ready. Take your seat, Kate Walker. We are leaving. I'll... Okay... Sie kann das noch nicht so ganz fassen, wie es scheint. Müssen wir noch das Tor öffnen? Ja, wahrscheinlich. Ich will nicht wieder. Und schon wieder Ende. Schauen wir mal. Sieht ja so aus, als ob der Ventilator da oben eigentlich laufen müsste. Also What are you doing there, Oscar?
It is imperative that we comply with railroad and customs regulations, Kate Walker. Oscar, don't you think we could drop the trifling details once and for all? We need an exit visa to get beyond the wall, Kate Walker. And you wouldn't know where I could get one of them from, would you? There is usually some form of authority stationed at a guard post that is strategically positioned to issue such a visa. Ist das? Oscar, don't you think we've wasted enough time already? Jetzt sag nicht, das ist der Schmierlappen, der da am Eingangstor steht. Haste, Kate Walker. What nerve! And you refused to lend a helping hand. Help that could have been invaluable to me. I agree, Kate Walker. If you weren't so obsessed by procedure, we wouldn't have had a hitch. I am not entirely convinced, Kate Walker. Oscar, please, let's get in the train and leave, can we? Yes, Kate Walker. Give me the visa. Okay, see you later, Oscar. Yes, Kate. Tschüss. Hier fällt noch was um. Jemand stellt das ja aus. Können wir eigentlich noch wieder ganz zurücklaufen? Oder geht das nicht mehr? Weiß ich nicht. No point. It's locked. Ich will das jetzt auch nicht ausprobieren. Weil so wie er das sagte, ist das ja so ein der Typ, der das hat. Dieser eine da. Weißt du? Hello? Kate! Oh, is that you? What's going on? Well, I finally got the mechanical train wound, and I hope it's going to take me to Hans Vorarlberg. I had to sort things out with a couple of weirdo sailors, and they probably ripped me off. But now I'm blocked behind this massive wall. You should see it, it's huge. I'm not talking about that. I want to know what's going on with Dan. What do you mean? I bumped into him at Maggie's Zoo, and he said you'd argued. That's a bit over the top. Things got a bit heated the last time we called, that's all. No need to go overboard. Das ging aber schnell. I don't mean to be Miss Melodramatic, but he didn't seem in such great shape. He had his down-in-the-dumps head on. Like Dan has a down-in-the-dumps head. Well, yeah, when that shock of hair flops over his forehead, and his eyes mist up, and his eyebrows kind of creased together. I'd never noticed. Maybe I did go a bit too far, but he's got such a goody two-shoes image of me that sometimes I just lose it. And this case is taking up a lot of headspace. I was just looking for a bit of compassion. Well, you sure got mine. So, what's going down? Like I said before, I'm kind of getting somewhere, but it's slow. This Hans Vorarlberg guy is getting more and more fascinating by the day. Okay, well, anyway, it doesn't sound like you're bored. Not like back here in the office. Every day is boredom day. It's just no fun without you. When are you coming back? Shouldn't be long, I hope. Look, I've got to go. See you soon. Well, call us again real soon. And be easier on Dan next time, huh? I'll try. Mannes. Das klang eher so, als ob sie ihn toll findet. No point. It's locked. Jetzt sie bestimmt auch. Guck mal. Oh, da ist noch wer. Good day to you, sir. Captain Malatesta, Commander-in-Chief of the Bergstadt Border Post, at your service, madam. My name is Kate Walker. I've been assigned by my company to find a man who was supposed to be living in Syberia. What a peculiar mission. Taking so many risks for such a futile goal. Captain, to my mind, the military zeal with which you insist on guarding this meaningless wall strikes me as equally futile. I should be offended by your words, miss, but I forgive you, because you are young and unaware of the very real dangers lurking in store for us. Na,
die mögen sich ja. I need a visa to cross the wall and to continue my journey to the east. Vielleicht They hätte told sie me that damit you are the anfangen only sollen. person in a position to issue such a visa. Indeed, this responsibility is part of my duties. However, I am not currently issuing visas because nobody must venture beyond the wall. And why not? It's far too dangerous, in particular for a lady of your standing who is traveling unescorted. Dangerous? What exactly do you mean, Captain? The enemy, miss. The enemy. I've been observing them for several years through my telescope. There's one particular horseman stationed yonder. He's a scout from the invading enemy army, and he's been spying on us. So I have to be extremely vigilant. He knows that I know he's there, you understand? And as long as I keep my eye on him, he won't dare try anything. Are you sure? Please, take a look for yourself. Don't mind me if I retire, Captain. Please, madam, my respects. How strange. I can't see a Cossack horseman at all. There's just a dead tree in the middle of an empty plain. That poor captain must have really bad eyesight. Aha. Weiß ich, ob wir das Puder haben. Na, kannst dich Look, langsam erinnern, ne? broken glasses. If they belong to the captain, then he sure has eye problems going by those lenses. Das war was? Auch dieses Younger Polar. Ach, zum besser gucken, stimmt. Ja, eher in die Gläser, ne, aber Kacke, ich hab's irgendwie weggetan. da oben ist wieder das weggetan. Reingetan. Auf den Teller oder auf das? Ah. Oh, der gute teure Wein. Naja. Alles für die Mission. So kann ich hier noch irgendwas. Oh, erzähl das bloß nicht Dan, ne? Captain. Dass du mit irgend so einem fremden But you have the air of a great Soldaten officer. schön am Wein trinken bist. You flatter me, miss. Unfortunately, I'm afraid that we frontier soldiers are often forgotten by the military administration. There's no justice. I sympathize with you, Captain. Let us forget our worries for a moment and have a little drink together in the name of friendship. It would be my pleasure, miss, but the regulations strictly forbid it. Natürlich tun sie on. das. A little glass of wine never hurt anybody, and nobody need know. Wine, miss? You are putting me in a very delicate situation. Don't deny yourself, Captain. Just a little glass. I assure you, it is excellent. Well, perhaps just a drop. Ist ja eine richtig kleine Verführerin, ist sie. Mhm. Gute Kate. Here's your glass. To your good health, Captain. And to yours, miss. Oh oh. Allergisch gegen Cola-Pulver. It's been a long time since I've drunk wine in such pleasant company. I admit, it is excellent. Ja, schau an. Isn't Siehst du, it? da fängt er You schon an wouldn't zu think it baggern. came from Barrackstadt. It is made from the Amazon forest Sauvignon grape that has been miraculously conserved and cultivated in the station garden. Well, well, well. The university authorities kept that one to themselves. Hat You sie know, gerade Captain, deren Geheimnis it is verraten? essential that I continue my journey eastwards. Please don't even think about it. As I've said, it's extremely dangerous. The enemy is spying on us. Perhaps your Cossack horseman isn't quite what you thought. Perhaps it's just a dead tree twisted into a strange shape. You should take another look. You never know. Go on, Captain. Give it a try. So be it. I will make this
concession to the fairer sex, miss. But it does seem to be quite ridiculous. Incredible. How is this possible? By what strange magic? How could I have been so wrong for so long? The enemy was only a tree. I'm so ashamed. It's not that bad, Captain. It's only human to make mistakes, after all. A tree. Nothing but a dead tree. Pull yourself together, Captain. It's okay. And now I suppose there's nothing stopping you from issuing me a visa? Yes, of course. There is no more danger. All these years. And now the Cossack has gone. There is nothing left to watch. Captain, you should be delighted. From now on, you don't have to stay pinned to your watchtower. Travel can start up again normally. You will be able to resume your regular duties like issuing entrance and exit visas. You are right. I will sign you a visa to cross the wall frontier immediately. 1,000 apologies. Here, miss. Ja, ja, ja. Aufpassen. Thank you, Keine Captain. Garantie. And keep your eyes open. Miss, if we could keep this between ourselves, please. For the sake of my honor, you understand? You have my promise, Captain. Das ist eine Ehre, also. Naja, gut. Ja, ist echt schade, dass man das nicht. Wobei, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Also, dass das irgendwie laut wäre oder so. Meinst du, das kann man trennen? Musik und Sound. Was ist? Hier jetzt. Mal zwischendurch. Zur Abwechslung. Keinen Schaden. Sonst müssen wir uns die ganze Lecture da von ihm nochmal anhören. Dafür müssen wir noch dahin. Das zum Laufen. Wohin? Zurück zum... Nicht zu ihm, sondern da in die andere Richtung. Ach so. Oscar, can't you please... Your request? Okay. Yes, Kate. Here is the visa. I hope it's regulation, my dear Oscar. It is regulation. Here is your ticket. Er nervt mich ja mega, ne? So, das ist Oscar. Ich mag Oscar. Have a good journey, Kate Walker. So, can we go now? Indeed. We are already very late, Kate Walker. Ich glaube das nicht. Ernsthaft gehen können? Mhm.
Your ticket, please, Kate Walker. Der ist ganz schön schnell, der Bengel. Wieso? Ja, weil er jetzt schon wieder Ach im so. Zug ist. Here you go, Oscar. Thank you, Kate Walker. Now, please return to your seat, Kate Walker. Yes, Oscar. Immediately, Oscar. Eigentlich, das geht schon weiter. Was? Und wir mussten nicht mal was machen. Aha. So öffnen wir die Tür. Der Feind. Ich will hier nicht anhalten. Das ist noch düster und tristerer als die blöde Stadt eben. Ach nö. Tja. Akku schon wieder leer. Leer? Ja, vom Zug. Ja, vielleicht. Oscar steht da gar nicht. Nee. Nur darauf. Oscar, wo sind wir hier? Wir wollen hier nicht sein. Kennst du den Schauplatz? Oder erkennst du ihn? Ja, bisschen. Kate Walker! Kate Walker! Oscar, what's going on? Why has the train stopped? Where are we? The springs of the train are unwound again, Kate Walker. As for the Siehste. question pertaining to our geographical location, I really haven't the slightest idea. Well, we'd better get looking for a winding machine, my dear Oscar. I hope that this place actually has one. The air here is so polluted that I could not possibly risk leaving the locomotive. My joints might corrode irreparably. Wie immer. Let's see. Gosh, it's really gloomy here. I wonder where on earth I'm going to find a winding machine. I have total confidence in you, Kate Walker. You are, Ja, after wir regeln all, a das schon. brave and resourceful woman. Yeah, right. See you soon, Oscar. I shall stay right here, Kate. Walker. Da ist der Kunde. That door is locked. I've got to find another way around. Ich bin gerade irgendwie voll müde. Oh, der ist bestimmt zum Aufziehen. Ja. Der ist gut. Ich bin da. Wo sie jetzt hochklettert.
Oder ist das? Ja, ist doch genau, ist auch so ein Männchen auf der anderen Seite. Aha. Ist nicht damit gerechnet, dass da ein Bett drin ist. If that's going to work, it looks. Etwas. Oh. Kannst du das Ding mitnehmen da? Ja. Das ist ja schon mal gut. Das nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Hebel da reingehört, aber... Hauptsache, du hast das 10-mal nach unten. Vielleicht funktioniert es beim 13 Mal, statt das einmal nach oben zu machen. Das wollte ich. Nach vorne? Okay. Warum auch immer das jetzt war. Ja, das reicht doch eigentlich zum Aufdrehen. Vielleicht. Gucken wir doch mal. Das ging jetzt angenehm einfach. Ja. Irgendwas kommt da doch jetzt noch. Ja. I can't go that way. Die darf nicht mehr runter. Müssen wir jetzt zurückfahren. Ernsthaft? Wahrscheinlich wenigstens eine Station. Ach so, da hinten ist ein Stückchen Leiter. Ach so. Manche Sachen sind auch echt ein bisschen zäh gemacht, ne? Wer war das? Ja. Ist da? Ja, jetzt kannst du runter. Was war denn? Kannst du da noch hin? Nee, ne? Mich wunderte, dass da die... Hey, you there! Ich dachte erst, das wäre Oscar. Was ist denn das? Gruselig. That door is locked. I've got to find another. Der hat doch bestimmt was aus dem Zug geklaut. Man hätte das Fahren skippen können. Oh. Ja. Nein, das wollten wir so. Was soll ich? Irgendjemand hat sich da verdammt viel Mühe gemacht, das zu animieren. Ja. Konnten wir nicht einfach überspringen. Der Typ, der da gerade weglief, der hat bestimmt das Mammut geklaut. Machen wir mal heran. Dass sie da noch Empfang haben, ne? Also. Ah, bitte nicht Dan. Hello? Hello? Kate, it's Dan. Can you hear me? Nein. Dan, is that you? I can't hear you so good. Dan! Hey, let's talk. It's a last conversation. Are you still mad at me? Come on, it's important. Dan, you're breaking up. I'll try and call you when I get out of this mine.
Kate! What's happening? Listen, we've got to talk. Look, the line's just getting worse and worse. I'm hanging up. Er hat gesagt, das ist unsere letzte Unterhaltung. Quasi. Oder er meinte, es tut mir leid wegen unserer letzten Unterhaltung. Aber nehmen wir das doch einfach so, als ob das unsere letzte Unterhaltung war. Oh nein, Dan hat Schluss gemacht. Konzentrieren wir uns auf unseren Job, dann werden wir schon irgendwie darüber hinwegkommen. It's too dark to continue. I might lose my way. Jetzt ist hier das zu dunkel. Dann brauchen wir wohl eine Funsel. Oder es geht da nicht weiter. Ja, das würde auch gehen. If that's going to... this thing's jammed. Also in dieser Steampunk-Welt sind ja viele schöne Sachen, aber alles ist immer verklemmt. Alles ist immer verklemmt. Schon mal mit Oscar reden. Oder gucken, ob was geklaut wurde. Ich würde ja tippen, das Mammut ist weg. Jeder will dieses verdammte Mammut haben anscheinend. Dann wissen wir ja auch, wer das ist. Wow. Ja, der lief auch so komisch. Vielleicht war das hier, Hans. Ja, der Messer da. Nee, der geht nicht aus seiner... Aber du kannst ja mal das Ding angucken, was wir gekriegt haben. I don't need that for the time being. Weißt du, die Rolle da. Ja. Das ist die letzte, die noch fehlte. Ja. My dear brother, what joy to have news of you after your long silence during the war years. So, you're working for the Russians now. I tell you, we've been hearing some worrying stories about them here. Just your description of that dingy factory makes me cough. But it's so good to hear that your talent is being recognized for its true value, and that your automaton creations are taking the place of workers for all those menial jobs. I'm so proud that Vorarlberg automatons are making such a contribution, even if it is small, to the improvement of people's lives. Meanwhile, back in Valladolid, we've been licking our wounds after the war years. Some people have returned, others not. Life is slowly coming back, but it's taking time. All my love, Anna. Krass, dass sie da richtig so ein bisschen Kriegsbildmaterial und sogar Stadien reingemacht haben und so. Mhm. Mehr gibt's da nicht, oder? 4 Stück. Ja. Und die andere Vitrine? Geht nicht. Okay. Sammlung vollständig. Oder hat er was von uns geklaut? My God, Oscar! Oscar, talk to me! Da liegt eine Zange auf dem Boden. Oh mein Gott. Okay, es sieht komisch aus. Are you okay? Why, it is absolutely inadmissible, intolerable, and indescribable. I have been attacked. What do you mean you've been attacked? My hands! I no longer have them. They have been stolen. My God, you haven't got your hands. Ew, voll Who did creepy. this? What's going on here? We can be sure of one thing, Kate Walker. That this heinous crime was committed by a barbarian. A dysfunctional individual whose behavior lacks all finesse. Did you get a look at your attacker? Tell me exactly how it happened. I was standing here polishing up my metalwork. I was just thinking that with all the dust in the air, it would be a good idea to... Oscar! I was very busy, and I suddenly felt 2 powerful arms grab me from behind and tie me up before I had the chance to defend myself. I wanted to call out, but my attacker gagged me before I could emit the slightest sound.
Then he dismantled my hands with a terrifying pair of pliers. It was horrible. I can believe it, my poor Oscar, but did you see him? He was a real barbarian, I tell you. He had bloodshot eyes, steel teeth, and brown scaly skin, and he emitted foul odors. He was a monster, Kate Walker. A real monster. Oder And kurz he had gesagt, ein alter Mann. a weapon. Oscar, please calm down. Everything's going to be all right. Ja. Right, Oscar? Let's go find this hand bandit. And this time, we're not going to be such a pushover. Kate Walker, please do not think that this problem does not concern me. But if it's all the same to you, I would so much prefer to stay here, just to be on the safe side. An engineer never abandons his train, after all. Yeah, sure. Another good reason not to lend a... not to help me out. Kate Walker, even an automaton deserves a little compassion. I have just been savagely assaulted. Oh, I can feel one of my spasms coming on. I am on the verge of a clockwork breakdown. And all you do is accuse me of being selfish. Okay, take a rest, Oscar. You're not much use without your hands anyway. Er ist ein ganz schöner Waschlappen. Right, I'm done. Take care of yourself, Oscar. Good luck, Kate Walker. And don't forget me. Kannst du das Kleid nehmen, aber zumindest die... Ja. Kleid liegt da schon. Meinst du, das sah so komisch aus? Ab in die Innentasche. Wieso bin ich so müde? So alt werde ich heute nicht. Nee. Kann aber ein bisschen da rumgucken. Aber wir finden den Dulli jetzt noch. Meinst du, wir brauchen die Zange da unten? Das können wir ja gar nicht mehr hin, oder? Was war mit dem Fahrstuhl? Kann man nicht? Funktioniert der nicht? Ja? Der Fahrstuhl? Ach, wir waren ja schon unten. Das war ja... Aber vielleicht können wir damit... Da war ja was verklemmt. Das so ein bisschen lose dübeln da. Mit bisschen Gewalt. Wird ja genau was dazwischen. Oh. If that's going to... Ja, gut. I don't need to do that. Was braucht sie nicht? Aber nicht. Nee. Vielleicht kann man die Tür aufhebeln mit der Zange. Maybe. Ja, das geht meistens nie. That door is locked. I've got to find out. Meistens nie. Meistens nie, das ist so wie meistens immer. Nein. Ja, irgendwas war ja auf dieser einen Zeichnung, dass da hinten an dem komischen Ding irgendwas dran sein sollte. Das haben wir schon benutzt. Kann man da hinten irgendwas an dem Ding? Ja, mal gucken. Aber weißt du, was ich meine? Auf der Zeichnung war doch irgendwie ein X und dann... Ja, das haben wir schon gemacht. Wie, das haben wir schon gemacht? Da war das zum Aufladen. Ach, das bedeutet... Ach so, ja, okay. Ich Dachte, da wäre noch irgendwas anderes gewesen. Nee, schon gut.
Hast du das gerade übersprungen? Kann man noch weiter vorfahren? Mal das ausprobieren. I can't go. Ob wir dann irgendwie zu dem können. Tja, da will er nicht. Ja. Ja gut, da Da kann man ist nicht doch so viel mehr mal machen. Immer doof. Konnte man das überhaupt sehen von der zweiten Station? Ich glaube nicht, ne? Nee. Naja, diese Tür da oben. Die da, ja. Aber, nee. Okay. Auf den anderen Roboter kannst du nicht rauf? Ich komme nicht hin. Ach nee, da können wir ja gar nicht weitergehen. In der Ecke da. Kannst du die Leiter verschieben? Wobei, das bringt ja auch nichts. Da kommen wir nicht mehr hoch. In das Gerät. Ich glaube, wir müssen das irgendwann. Der Zug kann Wir ja wollten ja eigentlich mit Dan schon fahren. telefonieren. Yes? Oh, nee. Hey, can you hear me this time? Yes, I can hear you just perfectly, Dan, but I can't talk to you now. I'm in a real hurry. I wanted to say sorry. I know I wasn't very understanding last time. I've been feeling a bit bad about it. Okay, you're a real sweetheart, but I've got to leave you now. I'm not angry with you, so don't worry. I've just got to catch up to someone, and quick. But Kate, this is really important. I'll call you back, Dan. I'm sorry. Sehr anstrengend. Aber der hat gerade angerufen, ne? Nicht du irgendwen? Ja. Schoben. Achso. Ja. Geh mal zur Tür, vielleicht ist da ja irgendwas. Oder das Gitter da ging gar nichts, ne? Dass man das hochhebt oder so. Nee. Man muss bestimmt da oben bei dem Typi was machen. Steht ja so ab, ne? Irgendwie habe ich ja den Eindruck, weil er ja auch bei dieser zweiten Station stehen bleibt, der Roboter-Typ, dass wir da stehen bleiben müssen und dann rüberkommen zu dieser Öffnung, die da oben ist. Da haben wir das eben nur nicht gesehen. Weißt du, da. Das dann. Ein weiter und dann da oben hin. Schauen wir mal, ich habe das ja eigentlich probiert. Bist du rausgelaufen? Ja, ne? Beim zweiten Stopp. Egal, gucken wir uns das mal an, weil das scheint noch am wahrscheinlichsten zu sein. Macht ja auch keinen Sinn, dass er sonst bei der einmal stehen bleibt. Lass es ruhig mal laufen. Sorry. Ja. Da. Hä? Und jetzt geht sie von alleine auch dahin, ne? Ja. Habe ich jetzt voll falsch gemacht. Irgendwie. Ein zu früh. Hopp. Spät. Naja, siehst du. Okay. Was macht sie denn da? Da war doch schon ein Loch drin. Vergrößert das. Okay. Dann. Das war eine Schere. Na gut. Ja, dann natsch da mal rein. Sie hat durch das Loch da links geguckt, okay. Ah, wo sind wir hier denn?
Hm. Eine Puppe. Ah, ne. Keil. Jetzt sind Kerze. Oh, die brauchen wir bestimmt. Hier unten. Für den. Für damit man Strom hat unten vielleicht. Die Mine. Rauchen verboten. Hatte das abgeschlossen? I can't go that way. Okay. Okay. Ab in die Mine, oder? Ja. Mhm. So, jetzt mal hier wieder weg. Na gut, man kann das überspringen. Das wäre sonst echt langsam ein bisschen langweilig geworden, da immer hin und her zu fahren. Auch wenn jemand das mühselig animiert hat. Man muss es ja nicht immer gucken, um es zu schätzen, zu wissen. Haben wir jetzt oft genug gesehen. Einmal, ja. Eigentlich Die viermal Musik sogar. läuft wieder, das ist gut. Ah, okay. Eine Puppe. Da hat sie nicht, die gute. Oh, oh, Eine gleich Ratte. erschreckt sie. Aber nicht. Sie hatte ja auch Angst vor einem Vogel oder vor diesem roten Vögelchen da. Oh, guck mal, das kannst du bestimmt mitnehmen, die Prügel da. Nee, noch nicht. Na gut. Hier ist auch wieder nichts los. I don't need to do that. Okay, das war's einfach nur, um von der Rückseite in diese Mine reinzukommen. Na. Ja. That door is locked. Das. Das war jetzt einfach. Kein Rätsel lösen und gar nichts. Jetzt trotzdem mal hier lang kurz. Ja. So, das ist nicht dahin. Kommt dir alles nicht bekannt vor? Nee. Nee. Zu lang her. Das war zu rot. Zu rot? So. Da sitzt ja einer. Das ist eine Puppe. Ein Automat meine ich. Lol. Ein Automata. Aha. Das sind doch locker seine Hände. Sehen neu aus.
kann die nicht mitnehmen. Warum? Warum? Auf. Die auch gar nichts machen. Wieso? Nee. Wir müssen wohl erst den Grund finden, warum da die Hände angeschraubt wurden. Ich meine, gut, offensichtlich soll die gute Automatendame da die Orgel spielen. Aber warum? Und warum ist da so eine blöde Orgel in irgendeiner Mine? Das ist halt echt so. So? Hä, ja, warum gehst du da nicht wieder rein? Wo? Hä, in die Tür, die du eben aufgemacht hast? Ja, kommen wir ja wieder raus. Ist. Ach, das war die Tür zum Zug. Mhm. Ach so, okay. Hatte ich eben gar nicht erkannt. Ich dachte, das wäre noch was anderes. Was haben wir denn jetzt? Ein Schraubenzieher. Und man könnte Oskar sagen, dass man seine Hände gefunden hat. Da könnte man sie auch abschrauben. Aber noch. Das. Sollte man meinen. Kannst du das? Ja. Das kannst du doch bestimmt abschrauben. Ja. Schade, ich dachte jetzt eine klemmt oder so. Ah, da ist er ja, der Alte. Der Händeklauer. Was ist denn er? Hey, you! Who are you? Careful, I'm warning you. I'm not afraid of you, okay? What do you want? Why did you do that? There must be some misunderstanding. Because you reckon theft is all about misunderstanding, do you? Give me my hands back. Now! Your hands? And what are those on the ends of your arms? I can explain everything to you. You see, I'm no thief. You broke into my train, assaulted my driver, mutilated him, and stole his hands. Apart from that, you are not a thief. I have not stolen them, miss. Only borrowed them for a while. Yeah. You've got to be joking. I'm not joking with you, miss. I would never take such liberties. They belong to Oscar, my automaton engineer. Why did you steal them? They are extraordinary. Real mechanical wonders. I would never have been capable of designing such hands myself. Never. Yeah. Such workmanship. Such precision crafting. It is incredible. Absolutely incredible. And just because you like them, you decided to steal them? I have only borrowed them, little Ja. missy. Finde ich gut, will ich haben. You understand? Of course, I shall return them to you when I don't need them anymore. You can... Excuse me? You see, these hands are all I need to complete my plan. At last, I can finish off my automaton pianist and fulfill my dreams. Everything is now in place. You see, I have converted this old, useless, stupid factory into a magical theater. As you can see, the furnaces, piping, chimney stacks, they've all been converted into one gigantic organ. I will be able to accompany the world's greatest living singer. Now all I need is her... Ja, wenn man sonst nichts vorhat, ne? I'm sorry, I can't make heads or tails out of your story at all. Without my engineer's hands, I'm stuck here, you see?
Everything I have designed, all that I have invented, everything is for her. Do you realize? Her. Oh, to hear her sing one more time here in my factory. Eieiei. Who is she? Who are you Der talking ist ja about? richtig abgedreht. Helena. The one and only Helena Romansky. Her voice is so pure, like an angel. One day she came here to Komkolsgrad. She sang here, you know, when our industrial city was in its heyday. Oh, so long ago now. It was almost unreal. It was magical. I remember it like it was yesterday. Then, later, a long Was? time It's a later, taxi? she saved Ja, my kommt soul. hier gerade angelaufen. She saved my life and gave it meaning. When I was told that the mining program was to be abandoned, that this industrial city was consigned to oblivion, that I, its director, would from then on be nothing but a guardian of these rusting remains of a bygone age, that is when I first formed my plan to bring Helena Romansky back to this factory. But this time, she would sing for me, and me alone. And is she okay about this? Sure, sure. Once she finds out that I have done all this for her, when she realizes how I converted this vast network of pipes and tubes to create one of the most impressive organs ever made. Ja, Then, das you know, wird this was sie no bestimmt mega small anmachen. achievement, miss. Frauen stehen ja total Once auf molten geisteskranke iron Vollidioten. flowed through here. Now there wafts only beautiful melodies. Obwohl, manchmal denke ich But das then wirklich. I realized I had to make an automaton pianist. I began to despair that I would never create hands that were intricate enough. But then you arrived. So lucky, don't you think? Yeah, that must have been a happy coincidence for someone around here. So, when will this Madame Romansky come back? When do I get my hands back? I don't know. Maybe someone should look for her. Tell her. Hey, why don't you go? The quicker you bring her back, the sooner you can carry on your business trip. Now, isn't that a good idea? And you promise that once Helena has sung, you will give me back my automaton's hands? I promise, my dear. You have my solemn word. Well, I guess I'm going to have to believe you. Where should I go hunting for this singer then? I have no idea. But for a woman of the world like yourself, finding her should pose no obstacle. Helena Romansky was a world celebrity, you know. I have collected many objects, souvenirs of her that I keep in a room. A shrine to her glory. It's like her own personal museum in a way. You should take a look. Wir sollten ihn Dan vorstellen, die würden sich bestimmt gut verstehen. Der hat die bestimmt irgendwo eingesperrt und nicht gefüttert und die ist schon seit 30 Jahren tot oder so. This whole story is completely nuts. Please excuse me. So be. Ich will nicht noch mehr mit dem reden. Nee, dachte ich auch gerade. Fragt mir nichts anderes mehr. It seems this monorail is controlled. Na dann. Ich will gar nicht. Ach du Scheiße. Guck mal, die war da schon alt. Die ist schon lange tot. So.
Ich hätte das jetzt allerdings creepy erwartet. Okay, die eine Puppe ist schon creepy. Jung. Ja, weiter. Opa. In den USA hat sie weitergemacht. Ja, also schon krank und schwach. Die lebt auf keinen Fall mehr. Ja. Vielleicht will ihr das einmal lesen. Ich schreibe dir an diese Adresse zum 112. Mal. Oh ja. Ach du Scheiße. Bisschen Hallo? gruselig. Hast du's? Ja. Ja. Okay, richtiger Creep-Letter. Super. Ja. Okay. Wie trägst du den jetzt aus? Warte, die Kleider her. Wir hätten uns ja jetzt sie verkleiden. Kleidchen anziehen. Sie hat ja ein Kleid im Zug liegen. Ich glaube eher, dass es ihr Nachthemd ist, aber. Nachthemd? Kleid. Wie spielt nicht 1950? Doch kein Nachthemd. Ein Nachtkleid vor allem auch. Oh, Lu, schnacken wir nochmal mit ihm? Nee, Theo. Hm? Ich glaube, wir sollten das Oscar mal alles erzählen. Ja, Oscar interessiert es doch nicht. Auch wieder wahr. Doch, Oscar muss sich verkleiden. Wir haben da so ein Kleid für ihn liegen in der Kabine. Okay. Ich meine, wofür braucht er denn seine Hände? Den Zug können wir auch steuern und wir wollen endlich zu Hans. Das geht nicht. Jeder muss mal ein bisschen Opfer bringen und er muss eben seine Hände dann zurücklassen. Das erklären wir ihm jetzt. Oder auch Ja,
Oh, ich dachte, ich habe aufgedrückt. Läuft die erstmal gegen die Wand. Danach langt das auch für die Session, finde ich. Sind schon 1,5 Stunden. 1 Stunde 25. Mhm. How are you, Oscar? Apart from the fact that I am incapable of drinking a cup of tea, of reading the paper, of scratching my nose, or even of adjusting my spectacles, everything is fine. Thank you for asking, Kate Walker. Das ist eine schöne Zicke. If it puts your mind at rest, Oscar, I absolutely do not need your help this time. Just take care of yourself while I'm away. That's a request I'm happy to obey, Kate Walker. Oscar, we can only carry on our journey by train if we get your hand. You mean bring back... Right. Good luck. Okay. Wir brauchten doch nicht zu ihm. Nee. Müssen wir doch nochmal mit ihm. Mr. Creepy oder was? Hm? Den Mr. Creepmeister? Mhm. Sonst ist hier ja niemand. Nee. Nee. Weiter. Listen, obviously all this has been just one big misunderstanding. So you're going to give me Oscar's hands back, and we're going to get out of your city immediately. Out of the question. I must have these hands. That is all. You mentioned an automaton pianist, didn't you? Where did you find it? I pieced it together myself, my dear. Except for the hands, that is. I admit that I underestimated the intricacy of this part of the design. A pianist's hands are very important, after all. But enough. Now he has a perfect set of hands. Your passion amazes me. Have you designed any other automatons here? No. Clockwork mechanisms do not interest me as such. I simply needed a robot capable of accompanying Helena Romansky on my huge organ. I adapted an existing model, a reject automaton secretary. I reconstructed it and adapted it to this new function. An existing model, you say? Did you ever know Hans Vorarlberg? He was a kind of mechanical genius, like yourself. Hans Vorarlberg? Yes. Or maybe... I don't know. No. Sure, I understand. The number of automatons still functioning in this abandoned complex is amazing, though. My dear, one thing is for sure. For many years, I have been totally alone. Okay. When you stepped on the train,
You were trespassing on... Everything in this city, sweet lady, belongs to the state. And My train is not a part of this factory. And besides, we never would have stopped here in the first place. well, as long as your train is at this station, it may be requisitioned and used for... Out of the question. And I forbid you to do so. Maybe I won't have to. Perhaps we can maybe come to... I hope so. And fast. Who are you? Sergei Borodin, the director of the industrial city of Komkoltsgrad. Or what is... I didn't choose to stop in your station, but my train has a technical problem. My name is Kate... It is very kind of you to come. I repeat again, I never intended to stop here. I'm on a business trip. I'm a lawyer, goddammit. Right. And what... Like I said, a stupid mechanic... Please, excuse me. So... Ich steche ihn einfach. So be it. Nee, macht er ja nur. Okay. Können ja jetzt nochmal zur Puppe da gehen. Zur Klavierpuppe? Ja, oder? Ja, okay. Oder. Wann die noch? Ups. Da rechts rum, ja. Ja, hier. Kann man hier denn jetzt? Was nun? Vielleicht ist das dann was fürs nächste Mal. Scheint es noch nicht so recht überzeugt zu sein. Das ist vielleicht echt was fürs nächste Mal, aber ich kann nicht so schwer sein. Yes. Ist halt auch nicht viel. Also. Bist du noch da? Ich bin auch da, ja. Ich mal überlegen. Es ist etwas schwierig weiterzukommen, weil man gut aufpassen musste, was ein alles besprochen. Boah, ein paar Stationen. Das ist ja gerade erst unsere dritte.
Kann ich sehen. Ist sie das? Nee, Ja. das ist Anna. Ja. Also mein Tipp ist ja, dass sie auf jeden Fall tot ist. Hm. Irgendwie anrufen? Nicht denn. Vielleicht ja, Hat die die Mutter Mutter nicht ist irgendwas zumindest alt und kennt die vielleicht. Und ja, sie war ja irgendwie auf der Bühne bei jemandem. Wer weiß. Hi, Mom? Kate! Ah, Hm. Sean. Have you seen the time? Why are you phoning me in the middle of the night? Sorry, Mom. I forgot about the time zones. Did I wake you? Well, of course you woke me up. I was sleeping deeply, too. I simply gotta get my beauty sleep. I've got an absolutely crazy day tomorrow. I'm sorry. It's just that it's real important and urgent. I haven't got a lot of time. Well, if it really can't wait till tomorrow, Munchkin, come on, tell your mommy what's up. No way I'm calling Dan for you, if that's what you want. Mom, listen, please. I seem to remember you're seeing a Marovich or something like that at the moment. No. Malkovich, Munchkin. Frank Malkovich. Yeah, right. So, but he's an opera singer, right? That's right. They say he had the finest voice of his time, my dear. Imagine that. That's just great. So then he must have known a famous singer called Helena Romansky. She's Russian too. Please, if you can ask him if... Listen, honey, if it's stars you're after, Frank knows them all. I'll just wake him up and let him tell you himself. You mean he's... Ah, Sean. Oh, you do? Oh, Kate, listen, you're still there. Frank tells me he did hang out with a Romansky once, but it was platonic. You know those singers. She's a great soprano. Great. Does he know where she went? Does she still sing? Where does she live? 1 second, Munchkin. Do you know? Oh. Frank says she was very ill and she withdrew from circulation. Really? Oh, what is... Oh, okay. She went to rest in some spa somewhere. He thinks it was called Arlbad, but it was 15 years ago and he's not sure. And well, honey, when Frank wakes up, he always takes a little bit of time to get going, you know. Thanks a bundle, Mom. And Frank, too. You're both fantastic. Love you both. And thanks again. Catch you later. Okay. Da haben wir was erinnert. Dann erzähl das dem Creep mal. Na, hat die Mutti mit dem Typi da was angefangen? Hello? Did I wake you up? I can't sleep at all. This whole business just keeps turning round and round in my head. What business, Dan? But Kate, that argument we had, have you forgotten? I really need to talk about that again. Oh, you know, I guess we were both a little high-strung, that's all. But don't sweat it, okay? Yeah, sure. Getting carried away never solves anything, does it? I must say I felt really dumb when I hung up. Really? Yeah, I left the door to my office open and I was convinced everybody around heard me. Oh. I'm so embarrassed, Dan. Please say I'm sorry to your colleagues from me. It doesn't matter, honey. Promise me that you will never put me in that state again. You're usually so delightful. I have the impression that this journey is putting more than distance between us. Well, it's true. I'm living a whole load of new and amazing experiences. Okay, I see. And still no Hans Warlberg? No. Keep me posted. You know how important you are to me. Hurry home, huh? I'll try. Big hug, Dan. Gute Dan.
Director. Ah, it is you, Miss Walker. Director, I think I know where Helena Romansky is. My God, you have found Helena? That is fantastic. From my research, Helena Romansky is living in Arelbad. Arelbad? Helena Romansky is in Arelbad. You know the town then? You know where it is? Of course. It was a famous spa resort. In its heyday, Arelbad welcomed all the big wigs of the regime. To be granted a stay there was a real honor. Today, the honor has gone, along with all the generals and colonels, all washed away with the sea. It sounds like a good place if you need to take it easy or convalesce. I think Madame Romansky would be happier here. I think she'll prefer the peace and quiet here, the perfect tranquility of our little town. Eh? Oh no? Why don't you come with me? After all, Ja, you're the person in the bei uns best war das ja position jetzt to auch convince eher so ein Helena bisschen Romansky. Zufall. Unfortunately, since my accident, I seldom leave my office if I can Den avoid Namen it. wussten wir nicht mehr, And it is den die not Mutter wise erwähnt for hatte. a Wir wussten, dass director to die ja leave his city now, da is it? irgendwie auf eine Bühne geholt wurde und all so ein Kram. Irgendwie machte das Sinn. How can I Sie get war to der Arelbad? Telefonjoker. There is one way that you can. Here in the city, there are no suitable vehicles left. But that drunk old fool living up there, he'll have something. What drunken old fool? You mean you're not alone? What's up there? You mean you haven't noticed the space compound on the plateau? There's still some pathetic old soldier guarding it. But he's more interested these days in reaching for another bottle than reaching for the stars. And you think this gentleman could have a vehicle for me? I haven't the slightest idea. If you catch him on a good day, then maybe. But good days for him are far and few between. I wish you luck. How do I get up to the space compound then? There is a monorail that leads up to the Cosmodrome. When you are inside, I will activate the automatic pilot. Weswegen sollen wir da jetzt hoch? Okay, I'm Das ist ein going. Typ. Wish me luck. Ja. I am counting on you, Miss Alaba, Walker. Malama, oder das heißt. Ach, das ist in der Nähe. Anscheinend. Okay. Ich dachte, das wäre sonst wo. Ach, das ist die Monorail. Zeit für Ende. Ja? Perfekte Zeit für Ende eigentlich. Das ist nicht der wieder, ne? Hello? Kate! Oh, that you? How are you? Olivia, great, just the right person. Look, have you heard of Helena Romansky? No. Is she some Russian fashion designer? No, she's a singer. I'm going to be meeting her soon. I've just got to find a way of reaching Arelbad. Can you imagine how lucky I am? Not really. Well, what relation's this singer got with the toy case? You sure you know what you're up to, Kate? You sound really different, like you're changing or something. Look, it's like this. If I'm going to get to the end of my journey, I've got to link up this singer and the director of the Komkalsgrad Industrial City. Don't worry, I know exactly what I'm doing. Why did you say that I've changed? I don't know, just an impression. You sound more sure of yourself, like stronger, more confident. And that's a problem? There you go. Just takes one word and you're up on your high horse. I'm beginning to see Dan's point of view. It's getting harder and harder to back you up all the time. What does that mean? Well, it means that I had a drink or two with Dan, because he wants to talk. He feels a bit lonely, you see? And what's he been telling you? Nothing. He just has the impression you're slipping away from him. He can't see where you're coming from anymore. Like, we went to the movies the other day, and he said that you would have loved the film, but I told him that... You mean you're dating my fiancé?
No! No, not dating Sogar Caden. verlobt. Propping him up while you're away. All in a good cause. I can keep an eye on him for you at the same time. What would I do without you? Oh, you're jealous. Huh. Well, that's a good sign. That means you want him. Now, that he'll be pleased to hear. You seeing each other again soon? Tomorrow night. He invited me to dinner at the Goldbergs. You don't mind, do you, Kate? No worries. Look, I've got to go, Olivia. Take care. Ja, macht nichts. Soll der gute Dan noch mit Olivia was anfangen? Der ist eh eine Weichflöte. Den wollen wir gar nicht. Nee. Nee, die Pussy. Nein. Du willst immer noch weitermachen, ne? Nee, ich kann jetzt auch ausmachen. Ist schon spät. Fahren wir gleich hin, aber fahren wir jetzt im Schiff. Ein Vogel. Noch ganz viele Vögel mehr. Doesn't look like that works. Doesn't look like... Was kann ich hin soll? Ja, was war das? Eingebildet. Okay. Oh. Sonst hier hochgelaufen. Kiste auch nichts und so? Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Stellst du den Mauscursor jetzt jedes Mal vor dem Spiel um? Nee, der ist jetzt immer so. Also auch in Windows benutzt du den so? Ja. Ach, ein Unterschied. Stellst du ihn wieder um nach dem Spiel oder willst du den wirklich so behalten? Finde. Ist gerade nicht. Durch hier, okay. Und das ist nicht schlimm. Ja. Was der so ist. Nö, man kennt das nur einfach im Prinzip ein Leben lang, dass das eben dieser kleine Pfeil ist. Ne? Mhm. Mal wieder irgendeine Maschine, die nicht funktioniert. Alles crazy aus. Hier ist der Typ. Erstmal einen Schluck. Trinken. Excuse me. Sir, sorry to disturb you, but yoo-hoo. Can you hear me? 3, 2, 1, contact, and we have liftoff. Oh, holy mother, a dame, a pretty dame on the launch pad. Please, no need to worry, sir. Just do stay calm. I just want some information. Watch what you're doing, sweetheart. We ain't got no information, no strategies, no plans to tell anyone, anywhere, anytime. Military regulations, you dig it, man? I need to get to Arrowbad, and quick. You go ahead, soldier. I'll stay here and keep you covered. I got the supplies here. Got to keep an eye on them. Tricky job, too, you know? All these bottles. Oh, no. Please, can you try and get a grip? I must absolutely find a way out of this industrial complex. Jeez, me too.
Do you have a vehicle to lend me? I think I'd even test one of your rockets right now if I had to. Toast my rockets. Hey, pretty dame, I'll drink to that. Now, just a minute. We gotta need a special bottle for this special occasion. Something to blow you away. 3, 2, 1, contact, and we have liftoff. Okay, that's enough. What was that? Did you say something? Are our female comrades revolting or what? Oh, trouble on its way. Bottoms up. Power to the babushkas. Please. Jeez, me too. Toast. Okay. What was that? I heard that maybe you could lend me a vehicle or something? A vehicle? All our vehicles were picked up and shipped out to the borders years ago. General's orders. I say, let us raise our glass to this finest soldier this country's ever known, little lady. I don't mean to offend you, but I'm not in the mood for a drink right now. And you'll live to regret it to your dying days, sweetheart. To your health, while you have it. Danke. I was going to... Forget it, it doesn't matter. Kannst du die Buddel einsammeln, die da hinter ihr liegt? I am not drunk. I have drunk. A little. Ja. Nur Wasser rein und dann... Dann hauen wir uns doch auch mal ein hinter die Lampe da. Strange. Sure, I left a bottle or two around here. I gotta get some air. Wall's getting pretty tight. We'll think about that blast off later, huh? Are you okay, Colonel? Are you sure you're all right? Okay, jetzt haben wir ihn da irgendwie weggeholt. Be careful! Don't lean out too far or you'll... Ah! Okay. Dose. Ich dachte auch jetzt, wo der weg ist, dass man da irgendwas kriegen kann. Sollen wir jetzt hier beenden? Ja, das können wir echt mal langsam nicht. Das langt. Komplett neue Umgebung und dann reicht das auch, wenn man sich das nächstes Mal anschaut. Ich wette, wir müssen da diesen Zeppelin nehmen. Das ist das einzige Gefährt, was da ist. Aber gut, das sehen wir beim nächsten Mal. Es ist Bettzeit. Genau. John. Bis zum nächsten Mal. Anstrengend. So. Wann machen wir wieder? Keine Ahnung. Kommt auch darauf an, wie Fresh Pool Zelda machen will und so. Müssen wir mal schauen. Ja, ich glaube, wir sind schon echt weit. Bin gespannt. Ich erinnere mich ein bisschen. So. Ich glaube, wir müssen die wirklich finden. Zuerst. Das ist Blödsinn, aber das ist so lang. Oh. Ja, na gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und gute Besserung. Genau.